Schwierigkeiten, den Arm hochzuheben? In diesem Video zeige ich dir, welche Übung du machen kannst, damit du deinen Arm wieder hoch bekommst. Und glaub's mir, es liegt nicht nur an der Schulter. Mein Name ist Wisner vom Kanal Bewegungsumfang. Ich bin Physiotherapeutin und Osteopathin. Um den Arm nach oben zu bewegen, brauchst du sowohl Übungen für den Schulter selber, aber auch für das Schulterblatt. Und das hat damit zu tun, dass wenn du den Arm nach oben bringst, kommen 2/3 von der Beweglichkeit von der Schulter und 1/3 von der Schulterblatt. Das heißt, wenn dir eine Bewegungseinschränkung auffällt, dann ist es wichtig, dass du sowohl Übungen für den Brustkorb bzw. das Schulterblatt hast, aber auch für den Schulter. Und diese sollen in der richtigen Reihenfolge erfolgen. Deswegen zeige ich dir in diesem Video, welche 3 Übungen du machen kannst in die richtige Reihenfolge, damit du deinen Arm wieder nach oben bekommst. Und für die erste Übung setzt du dich auf den Boden. Deine Knie sind angewinkelt, deine Füße sind beide aufgestellt. Du beginnst die Übung mit ganz geradem Rücken. Jetzt nimmst du deine Hände und umgreifst deine Beine unterhalb vom Knie an den Oberschenkel. Und jetzt lässt du dich richtig schön nach hinten fallen. Versuch mal aus deiner Wirbelsäule jetzt eine schöne Kurve zu machen und dann komplett wieder aufrecht. Und du ziehst dich nach vorne über deine Hände. Schön nach hinten, die Wirbelsäule ganz krumm und dann aufrecht und ganz gerade. Wenn du nach hinten kommst, sollst du wirklich das Gefühl haben, dass du deine Arme hier als Fixpunkt nutzt und deine Wirbelsäule ganz weiter nach hinten ziehst. Und dann wieder aufrecht. Und diese Bewegung solltest du 10 bis 15 Mal wiederholen. Und jetzt ein kleiner Geheimtipp. Dein Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Und die Pfanne, die zeigt nicht direkt nach außen, sondern die zeigt in 45 Grad nach vorne. Deswegen ist es besser, wenn du die Übungen machst in einem Winkel, die für dein Gelenk am optimal ist. Und für diese Übung würdest du dich dann jetzt zur Wand hindrehen in ein 45 Grad und du beginnst die Übung mit deiner Handrücken an der Wand. Der Daumen zeigt nach oben jetzt Richtung Decke. Und du bringst jetzt deine Hand so weit wie möglich nach oben. Wenn du oben angekommen bist, drehst du jetzt die Hand. Das heißt, die Handfläche ist jetzt gegen die Wand und du bringst dann deinen Arm wieder nach unten. Und das noch einmal. Du beginnst die Übung, 45 Grad zur Wand hin, deine Handrücken gegen die Wand, der Daumen zeigt nach oben Richtung Decke. Hochbringen, Hand drehen und wieder runter. Versuche dabei, dass du die Bewegung hauptsächlich aus der Schulter bringst und wenn du hier oben bist, nicht so doll mit dem Rumpf zu drehen. Und dann wieder runter. Und diese Übung solltest du 10 bis 15 Mal wiederholen. Und die letzte Übung ist ganz wichtig, wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten hast, deinen Arm in die Jacke reinzubekommen oder den Gurt zu schnallen in deiner Hose. Das hat damit zu tun, dass du eine eingeschränkte Innenrotation, eine Innendrehung oder eine Einschränkung von der Außenrotation hast. Und für diese Übung kannst du sowohl das nach innen als nach außen drehen verbessern. Und dafür brauchst du lediglich nur einen Gurt, der nicht elastisch ist. Und die Übung beginnst du, dass du jetzt halt deine Hand nach oben bringst, zum Beispiel, wenn du das nach außen drehen verbessern willst. Und hältst jetzt den Gurt mit der oberen Hand fest. Versuchst jetzt so weit wie möglich nach oben zu bringen. Und jetzt mit der unteren Seite ziehst du jetzt deinen Arm weiter in die Innendrehung. Das wird von hinten so aussehen.
Den unteren Arm sollte den oberen so weit wie möglich nach innen ziehen. Wenn aber dein Problem eher die Innendrehung ist, dann liegt der Fokus von der Übung auf der unteren Seite. Du versuchst jetzt als erstes den Gurt zu greifen und jetzt mit der oberen Hand ziehst du die untere so weit wie möglich nach oben. Die untere Seite soll gar nicht arbeiten, beziehungsweise nur die Bewegung folgen. Der obere Arm zieht den anderen so weit wie möglich nach innen. Auch diese Übung solltest du mindestens 2 Serien je 12 bis 15 Wiederholungen pro Tag machen. Und wie findest du die Übung? Fallen die dir zu leicht oder vielleicht zu schwer? Lass mir in den Kommentaren, wie das für dich war. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wenn du Interesse hast an weiteren Videos, wie du deine Beweglichkeit verbessern kannst, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!